ein BMW 2002, Baujahr 74, mit einer M3-Maschine drin vom i30 M3, der auch noch ein bisschen frisiert ist. Und den ganzen haben wir noch ein Gruppe 2 Bodykit verpasst, um den Rennstyle aus den 70er Jahren da in dieses Thema aufzunehmen. Servus, ich bin der Georg, 36 Jahre aus München und ich stelle euch heute meinen BMW 2002 M3 vor. Ich war mit meinem Vater mal in der BMW Classic drin, da war ich 15, 16 Jahre alt. Da habe ich dieses Auto, das Original-Rennauto von BMW gesehen, diesen Gruppe 2 Bodykit, und es hat mir extrem gefallen damals schon. Und in meinen jüngeren Jahren, 18, 19, haben wir uns dann auf die Suche gegeben von diesem Fahrzeug und haben eine gute Basis gefunden. Dann ging der Bau los. Haben uns auch dazu entschieden, dass wir das extremer bauen, das Ganze mit meinem BMW E30 M3 Motor. Den haben wir auf 306 PS gemacht, klassisches Saugertuning. Ist praktisch ein abgespeckter DTM-Motor. Und M3-Getriebe haben wir noch verbaut in diesem Fahrzeug. Die klassischen BBS-Rennsportfelgen, Magnesiumsterne. Hinterachse haben wir noch etwas abgeändert, dass die Hinterachse vom BMW E21 drin war. Original hatte ja bloß Trommelbremsen hinten drin, haben wir halt zwecks Leistung und allem drum und dran noch, dass wir hinten Scheibenbremsen haben. Gewindefahrwerk ist vom Billstein drin, auch aus den 70er Jahren. Ja, Innenraum haben wir uns. Das Einzige, was innen noch original ist, sind die Türpappen. An diesem Farbton haben wir uns gehalten. Was nicht ganz einfach war, diesen Farbton an Leder zu bekommen, haben wir uns dann im Porsche-Regal bedient. Das ist tatsächlich aus dem Porsche 993 das Leder. Ein Alcantara-Lederhimmel, den perforierten, haben wir uns da einfallen lassen. Ja, Schwierigkeiten beim Auto waren halt, dass der Motor passt rein. Es ist im Prinzip derselbe Motor wie der E10-Motor. Entschuldigung, der M10-Motor, bloß die Ölwanne muss man halt sehr abändern, dass das Ganze dann reinpasst. Was auch platztechnisch ein bisschen ein Problem war bei dem Fahrzeug, das Getriebe, das M3-Getriebe unterzubekommen. Da mussten wir den Tunnel vergrößern, was einen Rattenschwanz nach sich zieht, weil die Mittelkonsole wieder nicht passt. Das ist auch alles Eigenbau. Ja. Zu den Sitzen, die in dem Fahrzeug sind, gibt es eine witzige Geschichte. Keiner wusste, woher die Sitze sind. Und nach längerem Nachforschen hat sich herausgestellt, dass es von Porsche GT2 die Sitze sind, die jetzt ein Riesenvermögen wert sind. Die waren beim Auto dabei, wo wir den gekauft haben. Gekauft haben wir das Auto 2002, passt zum Auto. Und wie lange haben wir dran hingebaut? Knappe 2 Jahre haben wir für diesen Aufbau gebraucht und es steht da wie neu. Das ist unser Anstreben, dass das Auto wirklich wie neu dasteht. Es soll kein Rost haben, es soll überall schön lackiert sein und das, glaube ich, haben wir auch gut umgesetzt.
diesen 02er startet, das ist halt sehr puristisch. Das ist halt noch ein Auto mit Haptik. Das knarzt, das tut und macht. Und was das Schöne an diesem M3-Motor ist, er dreht extrem hoch. Wir haben hier Drehzahlen von maximal 9.500 Umdrehungen und man braucht in diesem Auto einfach kein Radio oder Musik, weil die Musik macht der Motor und das bringt extrem Emotionen hervor. Es macht irre Spaß, dieses Auto zu fahren, weil es einfach, ja, man merkt halt noch die Straße, das ist nicht weich gewaschen, das ist pures Fahren, Freude am Fahren, BMW. Also im Speziellen möchte ich mich bei meinem Vater bedanken. Er ist Mechaniker vom alten Schlag, ich bin auch Kfz-Mechaniker. Ich habe bei Porsche damals gearbeitet eine Zeit lang. Aber die Feinheiten und das klassische alte Tuning habe ich alles von meinem Vater. Und egal bei welchem Projekt, überall ist mein Vater mit dabei gewesen. Und das ist, die ganzen Fahrzeuge von uns, das ist eine Herzensangelegenheit. Die werden auch nicht weggegeben, egal was da für ein Preis geboten wird, weil das sind einfach Familienmitglieder. Daher hängt viel Herzblut drin und ja, das ist, sprich Familienmitglieder und das ist eine Herzensangelegenheit, das Ganze. So Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, wovon wir schwer ausgehen, abonniert den Kanal, teilt es in die Welt und Servus, Dankeschön.